Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Ich starte mal gerade das FreeCAD. Okay, direkt zu Anfang einmal die Sachen, die hier vielleicht anders sind als bei eurem FreeCAD. Punkt eins ist, ich arbeite hier mit einer FreeCAD-Version 0.20 in der Revisionsnummer 28697. Das ist mit die aktuellste Version, die es im Moment von dieser Version gibt. Die 0.20 wird dieses Jahr voraussichtlich noch als Produktionsversion genutzt werden. Im Moment ist es noch die Beta-Version. Gut, was habe ich hier angepasst in FreeCAD? Ich mache einmal eine neue Datei auf. Punkt eins ist, dass ich mir hier den Alias Manager hingelegt habe. Den installiert man, indem man hier über Werkzeuge Add-on Manager hergeht und sich das Makro installiert. So, wir sind hier auf Makros und dann sieht man hier, wenn man hier runter geht, da den Alias Manager und der ist bei mir installiert. Wenn der bei euch nicht installiert ist, dann klickt ihr da einmal drauf. Dann lädt er hier ein bisschen was für als Information, was ihr damit machen könnt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier auf Installieren zu klicken. Ich kann da nur auf Deinstallieren klicken, weil ich habe den ja schon. So, das ist zur Installation. Aufrufen könnt ihr das dann über Makro, aktuelle Makros. Wenn ihr das niemals aufgerufen habt, dann steht das da drin. Bei mir im Moment nicht. Oder ihr geht über Makros und dann habt ihr hier den Alias Manager und könnt den hier ausführen. Und wenn ihr den einmal ausgeführt habt, dann habt ihr den später auch in aktuelle Makros hier aufgeführt. Alternativ kann man sich ein Makro auch hier hinlegen. Da gibt es auch ein Icon für und das habe ich hier gemacht. Ich werde auch mit diesem Icon arbeiten, nicht über diese Makro-Aufrufen-Funktion. So, dann, was ist noch geändert? Geändert ist hier das hier, das sind die Boolschen Operationen des Part-Modus. Und das hier ist noch die Funktion Form aufbereiten. Das heißt, die Form aufbereiten Funktion, ich weiß nicht, ob wir die heute überhaupt benutzen. Wenn die benutzt wird und ich klicke darauf, ist das gleich, als wenn ich in die Part Workbench wechseln würde und hier bei Formteil Create a Copy hier Form aufbereiten klicken würde. Ist jetzt grau, weil noch nichts offen ist. So, dann gehen wir wieder hier im Part-Modus, habe ich auch ein paar Änderungen gemacht. Eine eigentlich nur, zwar auch die Form aufbereiten hier hinten hingelegt. So, dann geht man in Part Design und was habe ich hier noch? Weitere Änderungen gemacht? Nee, an sich nicht. Das ist soweit alles. Wichtig hier die Boolschen Operationen aus Part und das Form aufbereiten. Viel anderes ist hier nicht. Ein bisschen umsortiert, mehr nicht. So, ich starte eine neue Datei. Das heißt, das haben wir aber auch schon gemacht. Da ist die neue Datei. Und was möchte ich überhaupt machen? Ich möchte was Parametrisches konstruieren, wieder mit einer Tabelle, in der Werte hinterher geändert werden können. Neue Datei. Okay, da ist jetzt noch nichts drin. Und dann wechselt man einmal hier in den Spreadsheet-Modus, klickt hier vorne das an. Das nennt sich Erstelle Kalkulationstabelle. Da ist die drin. Dann einmal Taste F2. Ich mache mal gerade euch oben die Tastenkommandos an. Taste F2 und dann, wie man das so bei mir gewohnt ist, heißt die AAA. Der Grund dafür ist, dass man das schnell tippen kann. Ein Einzelbuchstabe ist vielleicht ein bisschen zu knapp, deswegen nehme ich 3 Buchstaben. So, das ist die Tabelle. Dann haben wir hier unten, können wir umschalten zwischen Grafik und zwischen der Tabelle. Ich möchte aber beides nebeneinander haben, also wechsle ich hier in die Grafik, gehe hier auf Fenster und auf dieses Anordnen mit den beiden Fenstern nebeneinander. Da liegen die so schön nebeneinander. Dann kann ich das hier nehmen und kann das hier so rüberziehen. Machen wir das hier noch ein bisschen breiter. Da kann man vielleicht noch Text reinschreiben, Beschreibungstext. So, dann können wir das Fenster hier auch dahin ziehen und können loslegen. Was soll konstruiert werden? Ich gehe erstmal wieder in die Part Design Workbench. Ich möchte einen Behälter konstruieren. Behälter ist eine Sache, die gerne mit 3D-Druckern gedruckt wird.
weil man eben immer mal was braucht, was genau ein bestimmtes Maß hat, wo was reinpasst, was vielleicht auch noch schön aussieht. Und das machen wir jetzt mal gerade. Das heißt, ich wechsle hier auf Modell und wir machen einen neuen Körper. Und dem geben wir direkt einen Namen. Das macht man über die Taste F2. Und zwar, das heißt Box. Nennen wir es einfach Box. So, Box und zwar Bindestrich unten. Weil die soll auch hinterher noch einen Deckel bekommen. Obwohl, dann brauchen wir das unten nicht zu schreiben. Das andere heißt dann eben Deckel. So, im Prinzip kann ich das zweite auch direkt machen. Das heißt, das wird der Deckel. So, wir starten aber jetzt mit der Box und die basiert erstmal auf einer Zeichnung. Also Doppelklick auf Box, damit das schwarz ist oder so fett. Und dann kann ich jetzt einfach hier auf eine Zeichnung klicken und auf welcher Ebene. Das ist in dem Fall immer die XY-Ebene. Eine Box steht auf dem Boden, also hängt nicht irgendwie an der Wand, in den meisten Fällen. So, und einmal OK. Dann haben wir hier die Zeichnung. Da zeichne ich jetzt erst einfach mal ein Rechteck. So, diese Box, wenn man so Kisten und sowas so mit so ganz scharfen Kanten druckt hinterher, dann werden die auch wirklich scharf. Da kann man sich fast dran verletzen. Deswegen sollte sowas eigentlich immer abgerundet werden. Das heißt, dann geht man hier auf die Funktion abrunden. Das ist das hier. Dann kann man einfach hier auf die Punkte klicken und dann werden die abgerundet. So, die Box, die hat auch eine Wandstärke. Das heißt, wir zeichnen jetzt ein zweites Rechteck hier rein. Und das machen wir auch mit abgerundeten Ecken. Und da ich aber auch den Boden drucken möchte, ist dieses Innenmaß erstmal gar nicht wichtig. Das wird später wichtig. Also selektieren wir alle Linien dieses Innenmaßes und klicken hier auf dieses Icon. Das nennt sich Umschalten der Hilfsgeometrie. Hilfsgeometrie ist Geometrie, die sichtbar ist in der Zeichnung, aber nicht für die 3D-Modellbildung genutzt wird. Und dann wird das blau dargestellt. Okay, das war die Vorbereitung. Jetzt machen wir uns Gedanken, welche Maße wir überhaupt haben. Wir haben einmal ein Maß der Boxlänge. Machen wir es ruhig. Boxlänge. Ich nutze jetzt keine Umlaute aus Absicht, weil ich nicht weiß, ob das funktioniert. Also wir haben eine Boxlänge und eine Boxtiefe. Und dann bemaßen wir doch einfach hier. Bevor ich das mache, ändere ich hier noch ein paar Sachen ab. Und zwar diese 4 Radien hier. Die sind gleich. Also klicke ich hier auf das Gleichheitszeichen oder ich drücke die Taste E. Dann kriegen die hier so ein Gleichheitszeichen. Jetzt sind die gleich und dann sieht man, die fahren immer mit. Genau das ist hier auch der Fall. Auch da, die sind gleich, aber nicht gleich zu denen. So, jetzt haben wir diese Box, die soll auch symmetrisch sein. Symmetrie kann man in dem Fall hier erzeugen, indem man die Mittelpunkte dieser Kreise nimmt. Den und den Mittelpunkt und einmal Taste S drückt oder dieses Symbol hier. Jetzt ist das Ganze symmetrisch um diesen Mittelpunkt. Und das machen wir hier auch noch. Der Punkt zum Mittelpunkt und auch Taste S symmetrisch. So, das Wichtigste haben wir. Wir haben eine Boxlänge, eine Boxtiefe. Okay, die Boxlänge, das ist das Maß hier. Und das kann ich einfach hier klicken oder auf dieses Maß. Und dann ist das so 60 mm, also 6 cm.
Ist immer ganz gut, wenn man sich so eine Schieblehre oder ein Maßband hinlegt und so überlegt, also da möchte ich schon lieber 120 haben. Also machen wir das auch ruhig 120 mm. So, jetzt sind diese Radien hier, die sind völlig zu groß. Ich trage jetzt einfach mal hier ein, die Boxlänge 120 mm und die Boxhöhe, da machen wir mal 80. Das heißt, das Maß, das zu dem und das senkrecht und das sind 80. So, dann haben wir hier 80. So, dann die Radien hier, die sind natürlich viel zu groß. Die müssen wir jetzt entsprechend anpassen. Dann überlegen wir uns dafür noch Namen. Das ist ja Außen- und A-Radius, nennen wir das. Und da mache ich einfach mal, sagen wir mal 8 mm. Wir bemaßen das hier. Im Moment habe ich noch keine Parametrik hier verwendet. Ich trage nur die Maße hier rüber. So, dann haben wir eine Wandstärke. So, die soll sein 3 mm. Jetzt kann man einmal diesen Radius hier. Da muss man sich Folgendes überlegen. Wenn ich eine Wandstärke von 3 mm habe, dann wird der Radius auch um 3 mm kleiner. Also dieser Radius hier, den hatte ich ja da auf 8 und dann wird das 5. So, dann haben wir die Wandstärke. Das haben wir einmal hier. Die Wandstärke. Das waren 3 mm. Und das Maß hier, das sind auch 3 mm. So, Zeichnung fertig. Jetzt machen wir die Parametrik. So, bevor ich das mache, werde ich hier das ein bisschen entzerren, was die Maße angeht. Und wir haben also 4 Maße. 1, 2, den Radius. Den Innenradius brauchen wir nicht. Den rechnen wir einfach aus und die Wandstärke. Gut, also Doppelklick, dann auf dieses kleine Symbol hier. Ich sage dazu immer F Klammer auf X Klammer zu, also F von X. Und dann wird hier nun ein Parameter vergeben. Und bevor das gemacht wird, müssen diese Parameter erstmal mit dem Alias Manager bearbeitet werden. Also wir schließen die Zeichnung kurz, dann auf dieses Icon hier klicken, dann haben wir hier Column. Column muss man sich merken, das sind Spalten und Rows, das sind die Zeilen. Also von Zeile 2 bis Zeile 4, das ist einer zu wenig, also machen wir hier eine 5 rein. Und die Column B, das ist schon richtig, das ist die, wo die Werte drin stehen. Dann einmal OK klicken, dann werden die gelb. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier schließen mache, ich kann jetzt hier auf die Eigenschaften gehen und dann habe ich hier bei den Zelleigenschaften beim Alias hier hinten Wandstärke stehen. Das macht das Programm einfach, sonst müsste ich das alles manuell machen für jeden einzelnen Wert. Das braucht Zeit, man hat die Werte nicht, die Namen nicht vorne stehen. Deshalb ist der Alias Manager eine ganz tolle Sache. So, dann können wir den Sketch wieder starten. Jetzt nochmal hier auf dieses f von x und dann tippt man hier A, und dann einen Punkt und dann das ist Boxlänge, also BOX und dann sieht man hier, dann kann man den auswählen oder man tippt ihn fertig. Ich tippen jetzt einfach, wählen einfach aus und OK und nochmal OK und dann ist das hier orange, das Maß und damit an die Tabelle gebunden. Dasselbe macht man hier auch. Wiederum f von x klicken, dann AAA.
Box-Tiefe. Zweimal OK und damit ist auch das Maß hier an die Tabelle gebunden. So, jetzt haben wir noch 2 Maße. 3 im Prinzip, aber 2, die wir halt parametrisch übertragen. Und 1 machen wir rechnerisch. Also hier haben wir die Materialdicke. Einmal hier. Und ich glaube, da ist sie nochmal. Genau. So, einmal hier Doppelklick F von X. Und dann kann man hier auch das ohne die Maus machen. Das heißt, ich tippe hier AAA. Punkt Wandstärke. Und dann kann man mit der Cursor-Taste nach unten fahren, Enter drücken. Dann nochmal Enter, nochmal Enter. Man muss also nicht immer mit der Maus da rumvorwerken. Und das machen wir hier mit dem Maß auch. Doppelklick F von X, AAA. Wandstärke. Dann haben wir die auch vergeben. So, jetzt haben wir hier den Außenradius. Der ist AAA.A-Radius. Zweimal Enter. Und jetzt kommt der Innenradius hier noch. Das ist der hier. Und der wird AAA.A-Radius minus AAA.Wandstärke. Und dann ist die Zeichnung somit eingeschränkt. Und das Innere wie das Äußere. Also wir können schließen. Das Ganze sieht man hier auch fully constrained, heißt es sind keine Werte mehr, wo man was ändern muss oder ändern kann. So, damit haben wir die Box fertig. Wir machen jetzt erstmal den Boden. So, jetzt kriegt der Boden eine Dicke. Bodendicke nennen wir das Ganze. Und das mache ich einfach mal 2 mm. Und dann kriegt die Box eine Höhe. Boxhöhe. So, wenn die so 120 breit ist, mache ich die mal ruhig 80 hoch. Und mehr brauchen wir da im Moment eigentlich nicht. So, die Boxhöhe, die lege ich gleich an. Das Innenmaß wird dann die Boxhöhe nicht. Also das ist dann die komplette Boxhöhe, ist dann die Bodendicke plus die Boxhöhe. So, jetzt gehe ich aber noch nicht wieder in eine neue Zeichnung, sondern jetzt wird der Alias Manager wieder gestartet. Und es wird hier dieser Wert auf 7 geändert. Da brauchen wir einfach eine 7 tippen, einmal Enter drücken. Schon ist das alles gelb. Schließen. Dann haben wir hier die Parameter korrekt drin. Und einmal wird jetzt dieser Sketch hier aufgepolstert. Das ist diese Funktion hier. Was macht er denn da mit mir? Das macht er in letzter Zeit schon mal. Ich mache jetzt noch mal einmal hin und her klicken. Jetzt hat das geklappt. So, dann hier bei der Länge, dann hier auf F von X tippen, AAA. Bodendicke. Da haben wir es. Und fertig ist die Laube. So, jetzt ist hier eine Zeichnung. Und diese Zeichnung möchte ich gerne kopieren. Also selektieren, STRG C auf der Tastatur, wählen. Dann hier bei diesem Sketch vorne auf diesen Pfeil klicken. Und dann hier ganz dringend die XY-Plane ausschalten und das AAA. Dass nur noch der Sketch hier dieses graue Feld hat und OK. Dann einmal STRG V drücken, dann kommt der Sketch hier unten hin und dann nimmt man den nun und fährt den hier in die Box rein, dass er hier unten dran hängt. Jetzt soll der hier auf diese Fläche geschoben werden. Dafür wird diese Fläche einmal selektiert und dieses Symbol hier gewählt, das ist Skizze einer Fläche zuordnen. Dann wählt man den Sketch aus, der heißt Sketch 001 und OK. Flatface aktuell empfohlen ist eigentlich immer korrekt und OK.
So, jetzt kann man den Sketch hier einblenden und dann sieht man, der hat aber immer nur noch den Außenbereich. Das heißt, der wird jetzt doppelt geklickt und jetzt selektiert man alle blauen Linien im Inneren. Und klickt einmal hier auf diesen Punkt Umschalten der Hilfsgeometrie. Und jetzt ist der auch grün. Das war schon in der Zeichnung, mehr muss man nicht machen. Schließen. Jetzt sieht man hier, die Zeichnung ist, wenn sie sichtbar ist, ist das mit dem Inneren jetzt dargestellt. Wir können die wieder unsichtbar machen. Das wird jetzt auch eine Aufpolsterung. Wiederum diese Funktion hier. Und dann wird das hier die Höhe AAA. Box Höhe. So, wenn man das hier tippt, dann sieht man, wenn oben das Ergebnis umspringt, hat man es richtig gemacht. Und okay. Ist eine hohe Box für die Größe, aber man muss ja auch schon manchmal solche Boxen haben. So, dann kann man hier jetzt noch zum krönenden Abschluss, das soll hier nicht so gerade sein, sondern wir gehen einmal. Wichtig ist, dass diese Funktionen immer hier beendet werden sollten, weil dann kann man hier erst wieder was neu machen. Ich habe jetzt das hier halt selektiert. Jetzt klicke ich hier auf die Verrundung und die funktioniert jetzt aus dem Grund, die ist 1 mm, die Wandstärke ist 3 mm, also funktioniert das. Ich kann aber auch den Radius hier parametrisch machen. Und zwar, da tragen wir jetzt ein Wandstärke geteilt durch 2 minus 0,1. Das minus 0,1 kommt dahin, oder 0,01 kann man sogar nehmen, weil sonst diese Radien nicht gebildet werden können. Jetzt ist das der maximale Radius, also hier oben so schön rund. Okay. Und damit ist die Box fertig. Jetzt soll der Deckel darauf konstruiert werden. Dann wechselt man hier auf den Deckel, einmal Doppelklick auf den Deckel. Und man kann jetzt von diesen Zeichnungen hier ganz locker was übernehmen. Und zwar, ich habe jetzt immer noch den Sketch in der Zwischenablage. Das heißt, wenn ich jetzt STRG V drücke, ist der Sketch hier. Dann ziehe ich den jetzt in den Deckel rein und habe den hier drin liegen. Den Deckel will ich ja hier oben drauf konstruieren. Da machen wir jetzt hier die Origins sichtbar. Einmal selektieren und die Leertaste drücken. Dann sieht man die hier unten. Man kann die Box hier ausblenden, wenn die jetzt erstmal stört. Und das ist die XY-Ebene. Auf die möchte ich jetzt eine Datum Plane konstruieren. Und da ist die Datum Plane. So, dann können wir das hier erstmal beenden. Die Box mache ich mal wieder sichtbar. Die stört jetzt ein bisschen, die Box. Aber ich will sie trotzdem sichtbar haben. Was macht man? Einmal selektieren und die Taste STRG D drücken. Dann kann man hier sagen, dass die bitte transparent werden soll. Und dann auf Schließen. So, wenn die dann nicht selektiert ist, dann guckt man da so durch und kann jetzt dieses Maß hier verschieben. Datum Plane, Doppelklick. Und man kann sich das aber auch auf Basis der Bodendicke und der Boxhöhe halt kalkulieren, wo denn dieser Deckel ungefähr hin soll. Das mache ich jetzt gerade mal in Z-Richtung. So, der wird verschoben um AAA.Boxhöhe plus AAA.Bodendicke. So, und dann kommt ja der Deckel nicht hier oben drauf, sondern der hat eine Höhe. Die werde ich gleich hier noch definieren und da ziehe ich jetzt hier einfach mal ab. Nehmen wir wieder die Schieblehre. Ja, 10. So, da soll der Deckel starten.
Und dann definieren wir das auch hier. Das ist jetzt Deckelhöhe. Der soll also 10 dick werden. Und dann machen wir Deckelübermaß. Ich schreibe alles nicht mit Umlauten, Maß mit Doppel-S. Und da sagen wir jetzt einfach mal 1 Millimeter. Und Deckel, oder das machen wir kurz, D-Wandstärke. Und die soll nicht 3, da reicht 1,5 mm einfach mal aus. Okay, jetzt haben wir wieder ein paar Werte hier drin. Ich gehe nochmal auf den Alias Manager. So, da haben wir hier jetzt bis Nummer 10 das definieren. Also tragen wir hier eine 10 ein. Und dann ist alles hier gelb, das heißt selektiert. So, jetzt Deckelhöhe, das sind die 10 hier. Das müssen wir jetzt noch hier entsprechend anpassen. Also, da haben wir die 72 und da kommt hier minus Deckelhöhe. Muss natürlich ein AAA davor. Deckelhöhe. Und der Deckel, der kriegt oben... Oh ne, das spielt im Moment keine Rolle. Das machen wir anders. Okay, das passt jetzt mit den 72. Einmal Enter. Und dann können wir hier auf OK klicken. So, dieser Sketch hier, der muss jetzt auf diese Datum Plane. Das heißt, Datum Plane selektieren, auf die Funktion Skizze einer Fläche zuordnen. Das ist jetzt Sketch 002. OK, klicken, Flatface und dann ist die Zeichnung da drauf. Jetzt muss die aber geändert werden. Das heißt, die Datum Plane können wir jetzt unsichtbar machen, indem wir damit einmal draufklicken. Man kann auch hier das über das Menü machen. Es ist aber viel einfacher, das immer mit der Leertaste zu machen. Sketch, Doppelklick und dann sieht man, das soll ja nach außen gesetzt werden. Also die Werte müssen jetzt hier angepasst werden. So, das hier, das kann man klicken, dann sieht man die Linien besser, dann spart er das von dem Deckel aus, von der Box, was stört bei der Konstruktion. Das sieht man hier, dann wird das so abgeschnitten und mit dem kommt man immer wieder in die korrekte Ansicht. So, jetzt haben wir hier die Maße, das 120 mm, das Außenmaß. So, das wird jetzt ein neues Maß und zwar, okay, da hat er jetzt genommen Spreadsheet B2. Ich mache da aber wieder rein B2, das ist die Boxlänge. Boxlänge. Dann wird das addiert. Und zwar, wir haben einmal das Deckelübermaß. Das wird zweimal darauf gerechnet. Zweimal. Da den Punkt nicht vergessen und dann Box. Ne, Deckelübermaß natürlich. Deckelübermaß. So, das und dann kommt noch die Wandstärke da drauf, die auch mal 2 plus 2 mal
AAA.D Wandstärke. Okay, und dann sieht man hier, das ist so schon korrekt. Dann machen wir das hier auf der Seite auch. Dann machen wir AAA.Boxtiefe plus dann 2 mal AAA.Deckelübermaß plus 2 mal AAA.D Wandstärke. So. Jetzt sieht man hier, das ist immer noch nicht so ganz richtig. Erstmal müssen die Radien hier angepasst werden. Und zwar dieser Radius hier, der muss größer werden. Da haben wir jetzt einmal den 8er Radius, den machen wir später. Ah ne, der ist der richtige. So, die 8 mm Radius, die werden, da schreiben wir wieder AAA.A-Radius plus, so, da kommt jetzt nur einmal die Wandstärke zu. Plus AAA. Und das war das Deckelübermaß. So, jetzt haben wir es richtig. Die Wandstärke und okay. So, das muss man mit diesem Maß hier auch machen. Das heißt, der zweite Radius, die R5. Da können wir Punkt A-Radius. Und da können wir jetzt einfach sagen, minus. Ja, ich kann leider die 10,5 nicht so ohne weiteres übernehmen. Die muss ich wirklich nochmal neu rechnen. Plus AAA.D Wandstärke plus AAA.D Übermaß Deckelübermaß und so. Und dann und die Wandstärke kann ja da raus. Ja, dann können wir das hier rauslöschen. Das sind dann 9 mm. So. Jetzt kommt es noch hier auf diese Werte an. Die 3 mm hier. Das wird AAA.D Wandstärke. Und das wird hier genauso gemacht. So, damit ist der Deckel fertig, in Anführungszeichen. Und zwar die hier, die sind blau. Das dürfen die jetzt aber nicht sein. Das heißt, alle selektieren. Haben wir alle? Nein, wir haben nicht alle. Den und den noch, die habe ich irgendwo vorhin weggeklickt. Und dann einmal hier auf das Blau. Und jetzt können wir hier den Deckel konstruieren, eine Aufpolsterung machen. So, wie hoch? Sketch selektieren und Aufpolsterung. Und dann haben wir hier den Punkt Deckelhöhe. Das heißt AAA.Deckelhöhe. Da haben wir und okay. So, jetzt muss der Deckel nach oben einen wirklichen Deckel drauf kriegen.
Da ist jetzt wieder angebracht, diesen Sketch zu selektieren, STRG C zu drücken, wiederum hier, nicht da, sondern hier diesen Pfeil zu klicken, die beiden wegzumachen, du und du, bis nur noch der ein graues Symbol da hat. Okay, dann einmal STRG V, diesen Sketch nehmen, in den Deckel reinziehen und jetzt wird der hier oben auf diese Fläche gelegt mit dieser Funktion. Das ist jetzt Sketch 003 und dann kann der Sketch jetzt hier wieder selektiert werden und da machen wir jetzt die wieder blau. Alle selektieren an den inneren Linien. Das ist farblich nicht ganz einfach, aber hier sieht man, das sind jetzt alle, dann die einmal blau machen mit dieser Funktion. Und ich gehe mal gerade hier raus und mache die Origins aus, die stören. So, dann können wir den Sketch nochmal selektieren und man sieht jetzt, da ist alles blau und auch hier unten, ja. Jetzt kann das wieder eine Aufpolsterung werden und zwar entweder definiere ich einen Parameter davor oder ich nehme die Wandstärke als die Dicke. Das mache ich in dem Fall. Das heißt Aufpolsterung. Das macht der in letzter Zeit häufiger. Da muss man dann einmal hier so hinklicken und nochmal dahin. Dann weiß er jetzt, dass er in diesem Körper drin ist. Und dann haben wir hier die Länge. Einmal reingehen. Und das wird jetzt AAA.D Wandstärke. Und dann ist der Deckel zu. So, jetzt kann der auch noch verrundet werden. Und zwar dann einmal OK drücken, dass man da raus ist. Hier oben die Fläche selektieren, auf die Rundenfunktion gehen. Und hier, da kann man jetzt, wenn man das Maximum haben möchte, AAA.D Wandstärke minus 0.01. So, und fertig ist die Laube. Wir haben einen Deckel, wir haben den Körper und die kann man jetzt drucken. Das heißt, Box selektieren, STRG E drücken und einfach als STL exportieren. Jetzt wird, wenn man das so macht, dann werden diese Rundungen hier an den Ecken hier, da wird man dann so eine Unterteilung sehen. Will man das super rund haben, dann macht man hier raus noch Meshes. Dazu geht man ins Mesh Design und selektiert die Box. Und dann gibt es hier die Funktion, muss ich ein bisschen suchen. Ja, wo ist sie denn? Netz importieren, nee. Netz aus Form erstellen, das ist korrekt. Einmal anwählen und dann kann man hier eingeben Standard Mephisto Netgen Gmesh. Standard ist meist völlig ausreichend. Und hier die Werte geben an, wie genau das Ganze werden soll. Winkelabweichung 30 Grad, da machen wir mal eine 1 raus. Und das hier lassen wir mal so. Und okay. Und dann machen wir die Box hier unsichtbar. Dann hat man hier dieses Mesh-Objekt. Machen den Deckel auch mal gerade unsichtbar. Und dann sieht man hier, dass das da ganz, ganz fein ist. Und dann können wir den Deckel gerade auch noch umwandeln. Also auch nochmal hier mit denselben Parametern. Und den Deckel unsichtbar. Dann haben wir jetzt hier die beiden Objekte. Einmal Box, dann STRG E als STL und dann unbekannt Box. Ich speichere die Datei mal gerade. Datei, speichern unter. So, dann gehe ich hier auf mein FreeCAD-Verzeichnis. Machen wir ein neues Unterverzeichnis. Was haben wir heute? 2022 0608-Box. Und das Ganze heißt
Box. Und dann kann man jetzt nochmal hier STRG E und dann wählt er Box, Strich Box ist das erste Teil, speichern, und das zweite Teil STRG E. Das packt er in das Verzeichnis rein, was ich gerade angelegt habe. Box-Deckel speichern. Einmal Cura öffnen, dann nutze ich die Cura 4.13, weil die 5.0 keine vernünftige Speicherung der Ergebnisse zulässt. Da muss noch was getan werden. Okay, da öffnen wir einmal die Datei. So, dann gehen wir hier auf FreeCAD mit großen Buchstaben. Dann ganz unten hier 20. Da ist Box und dann nehmen wir erstmal die Box selbst. Da ist sie. Kann man sich jetzt so anschauen. Könnt ihr hier unten das auch noch runden in FreeCAD. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ist aber nicht schlimm. Hier, das könnte man auch runden. Ist einfach nur ein Schönheitsaspekt. So, die Parameter hier, die sollten soweit für so einen Teil stimmen. Wichtig ist, bei sowas hier braucht man keine Stützstruktur, die ist auch aus. Okay, einfach slicen. Vorschau. Also wie man hier sieht, 3 Stunden braucht der Druck, weil das ist keine kleine Box. Und dann, so sieht das Ganze aus. Kann man jetzt einmal wieder im Vorbereiten, lösche ich einmal raus. Haben wir jetzt gedruckt, dann machen wir noch den Deckel da rein. Boxdeckel. So, da ist er. Der ist jetzt verkehrt rum. Der muss auf den Rücken gedreht werden. Also hier, dann nimmt man hier das entweder mit dem grünen oder mit dem roten. Ich nehme das hier mit dem grünen und dann dreht man das so rum, bis das gerade ist. Und einmal daneben klicken und jetzt sieht man hier, der legt das dann automatisch richtig hin, wenn man das in Cura so definiert hat. Das ist Standard. So, jetzt kann man hier noch sehen, okay, da könnte man auch noch ein bisschen runden in FreeCAD. Also wie gesagt, wenn einem das auffällt, kann man schnell nochmal in FreeCAD reingehen, das ändern und neu exportieren. Und der Deckel, der wird jetzt nicht die 3 Stunden brauchen, der braucht nur eine Stunde für den Druck. Und so sieht dann die Vorschau aus. Und dann kann man hier schauen, wie sieht denn das aus. Kann das auch hier so schauen, wie der Druckkopf da das abarbeitet. Okay, das war's zu diesem Video. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da und klickt auf die Glocke. Ihr werdet halt über neue Videos informiert. Und einen Daumen nach oben, dann kriegt ihr halt solche CAD-Videos und 3D-Druck-Videos angeboten von YouTube, nicht nur von mir. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!